Hallo ihr Lieben, wie in meinem letzten Video erzählt, kratzt er ein bisschen und ich werde den sicherlich nicht eben einfach so tragen als Alltagspulli, sondern eher so als Strickjacke über was anderes drüber. Deshalb wollte ich den jetzt noch teilbar machen, dass ich den besser über einen anderen Pulli drüber kriege. Und da habe ich einen teilbaren Reißverschluss, den werde ich dann hier vorne einnähen. Der ist jetzt in der Kontrastfarbe, ich mag diesen Kontrast ganz gerne. Ihr könnt natürlich dann eine Farbe wählen, die zu eurem Pulli passt. Und muss eben die richtige Länge haben. Und dann nehmen wir den mal ein. So, also die Innenkante will ich hier aufeinander legen. Und dann hier die Mitte markieren. So, da kommt jetzt eine Nadel rein. Dann weiß ich, das ist die Mitte. Da muss ich auch nichts ausmessen, ne? Also das hier sollte eigentlich, wenn sich der Stoff auf einer Seite irgendwie mehr dehnt als auf der anderen, habe ich dann nachher gemessen, dann doch nicht die Mitte, aber wenn ich hier einfach gleichmäßig ziehe, dann sollte sich das auf beiden Seiten auch gleichmäßig dehnen. Ne? Das gleiche machen wir hier oben und da will ich ja hier die Mitte vom vorderen Halsausschnitt haben. Also lege ich hier diese Kante auf diese Kante. So, und fummel hier rein fummel mir hier die Mitte raus. So, bis ich hier bei der Mitte bin. Okay, dann kommt auch hier eine Nadel rein. So. Und dann muss ich mir das jetzt hier wieder glatt streicheln, dass es nicht irgendwie dann nachher so liegt, ne? So schief. So, das soll möglichst gerade liegen. Ja, dass da nicht irgendwo ungleichmäßig irgendwie eine Spannung im Stoff ist. Ich will, dass das gerade ist. So, dann schnappe ich mir mein langes Lineal, Klebepunkte nach unten. Ich habe hier mal so eine, mir ist ständig das Lineal weggerutscht mit dem Stoff und habe ich mir mal so Klebepunkte geholt und drunter geklebt. Ich finde, die machen sich tatsächlich recht gut. Die verlinke ich euch auch gerne unten. So, das Problem ist, ich kann ja jetzt hier nicht mit meinem Rollschneider durch, ne? Sonst habe ich den ganzen Pulli durchgeschnitten. Ich will ja nur die Vorderseite durchschneiden. Deshalb kann ich mir das nur malen und danach muss ich es per Hand durchschneiden. Also ich gehe jetzt hier von Nadel bis Nadel. Die oben habe ich ein bisschen schief reingemacht, aber da, wo sie eingestochen hat, war auf jeden Fall oben die Mitte. Bis hier, wo die Nadel rauskommt. Und dann habe ich hier so ein Kreiderädchen. Das macht sich eigentlich immer recht gut. Das kann ich euch auch verlinken. So, und dann markiere ich mir hier meine Mitte. So. Und dann, ich werde jetzt, wenn ich diesen Reißverschluss einnähe, ne, der sollte möglichst die gleiche Länge haben. Mein Stoff zieht sich auch ein bisschen. Mein Reißverschluss ist ein Stückchen länger, aber das passt eigentlich ganz gut. Ich werde natürlich jetzt, dadurch, dass ich das aufschneide und umnähe, werde ich etwa 2 cm verlieren in der Breite. Ne, wenn ihr einen Pulli habt, der schon ultra knapp nur passt, sollte man sich das nochmal überlegen. Dieser Reißverschluss gibt ja allerdings auch nochmal etwa 1 Zentimeter wieder zurück. Also die 2 cm, die ich verliere, sind dann nachher hier angenäht. Also etwa da angenäht und da angenäht. Und dazwischen ist ja nochmal 1 Zentimeter Platz. Also verliere ich effektive Breite nachher so 1 Zentimeter. Der Pulli ist mir jetzt nicht ultra weit, aber ich glaube, den 1 Zentimeter, das passt noch und dafür muss ich es mir nicht über den Kopf ziehen. Ich glaube, das passt dann trotzdem besser als ohne den Reißverschluss. Dann werde ich jetzt die Nadeln wieder rausnehmen, weil ich habe ja die Linie markiert und da werde ich jetzt entlang schneiden mit meiner Stoffschere. So, der gruselige Teil ist erledigt. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dann habe ich hier meinen Reißverschluss. Der ist doppelt trennbar, doppelt teilbar. Ihr braucht nur einen einfach trennbaren hier. Also, dass der von unten zu öffnen ist, ist echt eigentlich egal. Es sei denn, ihr macht gerne die Pullis von unten auf, bevor ihr euch hinsetzt oder so. Ich mache das nicht. Ich hatte den einfach noch da. Ja, also ein einfach teilbarer tut es auch. Der kommt jetzt so rein, dass, ne, wenn man den ein bisschen öffnet, sieht man schon, hier sind unten diese 2 Teile, bei denen der Reißverschluss so richtig eingehakt wird. Und hier oben, genau, also man kann den nicht nach oben öffnen. Ne? So, da ist er fest.
Doppelt teilbar heißt nur, dass man ihn eben auch von unten nach oben öffnen kann. Aber so richtig zum Auseinandermachen muss man schon von oben nach unten. Und daher wissen wir jetzt auch, dass der so rum gehört, ne? Dass das hier unten ist, weil man will ja nachher nicht hier oben rumfummeln. Ne? So, dann kommt der also so rum da rein. Und jetzt werde ich den so anpassen, dass hier unten die untere Naht, also die untere Kante vom Pulli, bündig ist mit diesem Metallteil. Und hier oben ist so ein kleines überstehendes Teil. Das ist so ein kleines überstehendes Stück. Das könnte man auch wegklappen. Und dann werde ich so gucken, dass der Reißverschluss oben, also dass diese geknickte Kante von dem Reißverschluss oben bündig endet mit meinem Pulli. Dafür drehe ich den um, weil ich will ja nachher, müssen die Zähnchen nach dort gucken. Also muss es jetzt so rum aufgenäht werden. Ne? Also einmal umdrehen und dann diese Kante an diese Kante feststecken und dann annähen. Also ich klappe mir das hier um. Diese Kante vom Reißverschluss an diese Kante vom Pulli. Stecke mir das dort fest. Das kann man so wahlweise mit Klammern oder mit Nadeln machen. Ich mache das jetzt mal mit einer Klammer. Hier unten stecke ich mir das auch fest. Ups. So, auch wieder Kante an Kante. Kante vom Reißverschluss an Kante vom Pulli. Und jetzt dazwischen verteile ich das. Ne, auch wieder nicht hier wahnsinnig dolle ziehen, sondern ich lege mir das hier hin, dass es flach liegt und streichel den Pulli, dass da keine Spannungen im Stoff sind, dass nicht plötzlich hier irgendwie, ne, wenn ich das jetzt so annähen würde, wäre hier oben ganz viel Stoff zusammengeschoben, der hier unten aber gestreckt ist. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das möglichst entspannt liegt, der Stoff, und sich trotzdem gleichmäßig auf die Länge des Reißverschlusses verteilt. Ja, also so ein bisschen drüber streicheln ist immer ganz gut, um diese Spannungen rauszukriegen, diese Ungleichmäßigkeiten. So, und jetzt liegt der mir schön glatt hier da. Und dann kann ich den jetzt einfach gleichmäßig anklammern. So, das reicht mir schon. So, das klappe ich aus dem Weg. Hier habe ich genau das Gleiche. Ne, ich schiebe mir hier mal die Zipper aus dem Weg. Hier klappe ich auch wieder den Reißverschluss nach hinten weg. Der soll dann nachher weg sein. Hier ist die Stelle ein bisschen dicker. Deswegen werde ich den ein bisschen straffer nach unten ziehen. Und dann genauso auch wieder umklappen, dass ich hier das Reißverschlussband an meiner Schnittkante habe. Und dann hier wieder Reißverschlusskante an Pullikante. Und hier unten auch wieder Reißverschlusskante an Pullikante. So, dann sind die zwei Punkte schon mal fixiert. Dann lege ich mir das jetzt wieder hier schön glatt hin. So, gucke, dass das so auf die richtige Strecke gedehnt ist. Guck mal, vorhin war ja der Reißverschluss fast ein bisschen zu lang. Und jetzt hier, wenn ich wollte, ne, ich muss schon gucken, dass ich den Stoff wieder so weit komprimiere, dass er unter den Reißverschluss passt. So, wieder ein bisschen rüber streicheln, so dass das eine ähnliche Strecke nimmt hier. So, gut. Und dann festklammern. So, und damit gehe ich jetzt an die Nähmaschine und nähe mit dem Reißverschlussfuß und einem Geradstich hier ein bisschen. Ich muss das nicht knallebündig am Reißverschluss haben, außerdem verliere ich dann ja noch mehr Breite. Ich werde das einfach ganz gemütlich hier so ein bisschen die Nadel wegstellen von dem Reißverschlusszähnchen und mit ein bisschen Abstand zum Reißverschluss nähen. Also, das war fummeliger, als ich dachte. Und zwar habe ich beim Nähen schön darauf geachtet, dass diese Kanten aufeinander bleiben. Und es war auch recht schwierig, weil der Reißverschluss hat sich natürlich nicht gedehnt, während mein Stoff sich aber ganz schön gedehnt hat. Musste ich immer gucken, dass ich die Weite einhalte, also dass da nicht plötzlich eine Welle entsteht, die dann eingenäht wird. Dabei, weil ich da drauf geachtet habe,
konnte ich nicht mehr gleichzeitig auch noch darauf achten, dass ich schön parallel am Reißverschluss lang nähe. Ich hatte natürlich, die Nadel habe ich so weit wie möglich vom Reißverschluss entfernt eingestellt. Ich bin dann teilweise, das sieht man hier, ganz schön weggerutscht. Ne? Also Richtung Band, deswegen macht das nichts. Das war dann letztendlich für mich eine Art Heftnaht. Und dann bin ich einfach noch ein zweites Mal drüber und habe dann eben nur noch, das war jetzt geheftet, dadurch konnte nichts mehr wegrutschen, konnte sich nichts mehr verwellen oder irgendwas, sondern es war ja schon befestigt. Und demnach konnte ich ein zweites Mal einfach parallel zum Reißverschluss entlang nähen und diesmal den Abstand zum Reißverschluss beachten. Ne, das ist auch völlig Schnurzpiepe, denn wenn ich das jetzt umklappe und festnähe, sieht das kein Mensch. Ne, dass hier mal dahinter 2 Nähte waren, ist völlig egal. Also könnt ihr das vielleicht direkt von Anfang an machen, wenn ihr auch so ein bisschen dehnbaren Stoff habt, dass ihr das dann auch erstmal heftet und euch erstmal der Abstand zu den Zähnchen halbwegs egal ist und dann in einem zweiten Durchgang einmal auf gesamter Länge den Abstand zu den Reißverschlusszähnchen gleichmäßig haltet. Wie gesagt, ich habe jetzt auch den Abstand zu den Zähnchen maximal gewählt. Das sind jetzt bei mir so 7 bis 8 Millimeter sind da jetzt von der äußeren Kante der Zähnchen bis zu meiner Naht. Wenn ich das jetzt umklappe, ich werde das jetzt nochmal von dieser Seite feststeppen. Ich finde das in Ordnung und schick, wenn ich hier so einen Streifen sehe. Ne? Wenn ich in so einem lilanen Pulli nur noch so ein schmales, mintgrünes Reißverschlüsschen da sehen würde, das fände ich, glaube ich, komisch. Ich will, dass das ein Hingucker ist, sonst hätte ich ja das ja gleich farblich passend machen können. Und deshalb, ich kann das ja mal probehalber zusammenschließen. Ja, so, ich mache meine Zipper nach unten, fädel das ein. So, und dann mache ich die mal zu. Ich könnte das jetzt, je nachdem, wie eng an die Zähnchen ich das jetzt bei der ersten Naht, also bei der parallel zu den Zähnchen, gemacht hätte, wenn ich das jetzt auseinander nähe, dann habe ich so einen breiten Streifen da drin. Das finde ich persönlich schicker, als wenn ich es jetzt so eng da hätte. Ne? Weil dann fragt man sich, warum hat es denn da eine andere Farbe genutzt? Ne, das ist so ein bisschen wie, ich würde versuchen, diese andere Farbe noch zu verstecken. Ne, ich will, wenn, dann richtig. Also so. Okay? Wenn ihr das natürlich dezenter wollt, würde ich euch empfehlen, nicht jetzt beim Festnähen das so hinzufummeln, sondern diese Naht noch dichter an die Zähnchen ranzusetzen. Ne? Ich hätte das, bis hier ran hätte ich das setzen können. Und dann, sagen wir mal, ich hätte das bis hier ran genäht. Und hier drüben auch. Bis an die Zähnchen ran. Dann würde das hier so sein. Ne? Wenn ihr so einen Effekt wollt, würde ich euch empfehlen, diese Naht dichter an die Zähnchen ranzusetzen. Und dann auf jeden Fall das so weit auseinander zu machen, wie die innere Naht es zulässt. Ne? Ich werde das jetzt so noch feststeppen. Und zwar diesmal dann eben nicht mit einem weißen Garn, ne, weil das sieht man ja von hier draußen, sondern diesmal tatsächlich mit einem passenden lilanen Garn, was sich dann hier einfach reinschmiegt. Und das könnte man jetzt auch lassen, weil mein Pulli ist ja sowieso recht robust. Aber ich glaube, das macht sich dann besser zum An- und Ausziehen, wenn das nicht hier so in der Gegend rumflappt. Da muss man weniger zielen. Also ich werde mir jetzt ein lilanes Garn nehmen. Ein dunkellilanes, was eben hier gut reinpasst. Und dann hier nochmal festnähen. Und zwar so knapp, dass ich noch hier auf dem Streifen lande. Ja, also ich kann hier tatsächlich, der Streifen, der ist jetzt von meiner Naht noch so 1 Zentimeter habe ich Platz, etwa. Also werde ich so bei 7 Millimetern vielleicht nähen. Und dass mir das auf jeden Fall so breit auseinander geht, werde ich mir jetzt hier ein paar Nadeln stechen. So rum unter die Maschine stecken. Und dann die Seite werde ich dann von der anderen Seite her nähen. Hier gucke ich jetzt oben auch, dass dieses Band hier nicht vorblitzt, sondern dass es schön dahinter verschwindet. So, ne, und dann forme ich das jetzt sozusagen schon aus. Also ich drücke mir das hier schön von der Naht weg, dass dann nachher nicht tatsächlich sowas hier sich vorrollt, ne, sondern es soll schön aus dem Weg sein. Und hier stelle ich jetzt eben auch sicher, dass da, wo die Nadeln sind, ist hinten auf jeden Fall mein Band. Ja, und ich fühle hier mit meinen Fingerchen,
fühle ich hier von hinten, wo das Band ist. Und dadurch weiß ich auch, wo, ne, ich halte jetzt hier mit dem Finger, halte ich von hinten die Kante vom Band fest. Und dadurch weiß ich, da wo mein Finger ist, ist noch das Band. Und da weiß ich dann, wo ich hier mit der Nadel durchpieksen muss, sodass ich hier hinten noch das Band erwische. Und dadurch weiß ich dann nachher, da wo die Nadeln sind, kann ich nähen. Da treffe ich auf jeden Fall das Band, dass ich da nicht wieder runterrutsche. Ich habe auch, als ich das gerade angenäht habe, habe ich von den Reißverschluss oben gehabt. Mein Stoff war unten und deshalb habe ich auch den Obertransport ausgemacht, weil ich wollte, dass der Untertransport den hier ein bisschen schneller transportiert. Ich habe hier oben auch ein bisschen gegengehalten noch, dass unten der Transporteur mehr den Stoff zu sich ziehen kann, weil ich sonst gesehen habe, dass mir die Mehrweite hier reingerät. Und diese Naht werde ich gleich mit meinem Standardnähfuß nähen, nicht mehr mit dem Reißverschlussfuß, weil ich mich jetzt an dieser Kante orientieren werde. Ich werde das so unter der Maschine lang transportieren und mein Füßchen wird komplett auf dem Stoff sein. Meine Füßchenkante werde ich hier an dieser Kante entlang führen und die Nadel werde ich weiter nach rechts setzen. Ne, wenn ich die Nadel in der Mitte habe, dann habe ich 1 cm Abstand. Das wäre zu wenig, weil dann würde ich von meinem Reißverschlussband runterrutschen. Ich setze die Nadeln ein paar Einstellungen weiter nach rechts. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie viel, 2 oder 3 vielleicht. So, gut. Und dann dieses werde ich ja dann so unter der Maschine haben. Hier genau, die Zipper muss man sich dann immer, sobald man genug Platz hat, aus dem Weg. Also sobald man genug Platz hat, Füßchen hoch und dann die Zipper vorbei. Ja, das war bei dieser Naht genau das gleiche. Das passiert jetzt hier wieder. Ja, deswegen erstmal die Zipper nach oben. Die Nadel erstmal raus, weil die steckt falsch rum. Ich musste ja dann so rum rausziehen können beim Nähen. Ich werde jetzt das nicht mit einem zu engen Stich machen, sondern ich werde die Stichlänge ein bisschen erhöhen, weil ich hier gemerkt habe, vor allem auch dadurch, dass ich ein bisschen gegenhalten musste, sind die Stiche sehr kurz geworden. Und wenn die Naht zu kurzstichig wird, dann habe ich immer das Gefühl, dass allein dadurch, dass da die Naht ist, so viel Material entsteht, was dann ein bisschen Spannung erzeugt und ein bisschen die Naht dehnt sozusagen. Also dass dann nachher das gewellter ist, also auseinandergezogener ist, als es sonst wäre. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt, ob das irgendeinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Auf jeden Fall habe ich so den Eindruck und deshalb werde ich die Stichlänge erhöhen. Auf vielleicht 3, schätze ich mal. 3 macht sich, glaube ich, ganz gut. Also ich habe die Stichlänge sogar auf 3,5 erhöht. Die 3, mein Standardstich ist 2,5 und deswegen dachte ich mir dann, wenn die 2,5 hier schon so einen 1 mm Stich erzeugt hat, dann erhöhe ich es lieber mehr als nur einen halben Millimeter. So habe ich das jetzt angenäht. Es ist wunderschön parallel geworden. Diese Naht war so viel einfacher als die andere, einfach weil ja sich jetzt nichts mehr dehnen konnte. Ja, ich bin hier auch schön auf dem Band geblieben. Ich hätte es sogar noch ein bisschen weiter wegnähen können, aber das finde ich in Ordnung so. Hier oben, da wo ein bisschen mehr Material hinten war, musste das Band einen längeren Weg nehmen. Und deswegen ist es jetzt so, dadurch, dass ich relativ viel Abstand jetzt hatte zur Bandkante, ist es auch hier noch drauf geblieben. So, und das Wichtigste ist ja, dass der Reißverschluss nicht mehr rumflappt. Ne? Wenn das jetzt nicht angenäht wäre, würde der sich jetzt so öffnen. Und so liegt der schön plan. Auch die andere Seite. Da musste ich dann eben irgendwann das Füßchen erhöhen. Das Füßchen hochstellen, die Zipper aus dem Weg. Also ich finde, das ist sehr, sehr schön und ordentlich geworden. Nichts wälzig. Ne? Am Anfang war ja meine Sorge, dass weil ich den Stoff ein bisschen dehnen musste, was dann lustig ist, ne? Weil nachher hat sich der Stoff mehr gedehnt, als er sollte. Trotzdem liegt jetzt alles hier schön plan auf. Da ist nichts irgendwie gewellt. Also ich bin damit sehr zufrieden. Dann probieren wir das doch mal an. Na, hervorragend. Ich finde es super. Ich mag diesen Mintstreifen in dem Lila. Herrlich, genau meine Farben. Wenn mir zu warm wird, kann ich es ein bisschen aufmachen. Oder sogar ganz aufmachen.
Ja, ich finde es super. Sehr schön. Dann lasst mich wissen, wie ihr es fandet. Ob ihr auch mal einen Pulli, wo ihr mir dachtet, oh, das ist so eng, den über den Kopf zu kriegen. Macht einfach ein Jäckchen draus. Schon kriegt das Teil wieder ein neues Leben eingehaucht. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu lassen, wenn euch da was gefallen hat dabei. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts Neues. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.